Also von links nach rechts meine Rumpelkiste. Das ganze Ding ist ein Collector Series Drum Workshop Set in Maple Mahogany in schwarzem Klavierlack, okay? Und mit Black Nickel Hardware. Und internal Microphones, jede Trommel hat auch ein internes Mikrofon und ein externes, auch Snares und alles, Bassdrums natürlich. Also von links nach rechts, das ist eine 20 x 18 Zoll Gong Bassdrum, die ist aus Straight Maple, also das ist eine Maple Drum, absichtlich, mit lederbezogenen Hoops, ganz schön gestitchtes Leder. Das hat meine Wickforth Marching Stickbag hier. Ich stehe auf die kleinen Stickbags, weil die sind nicht so schwer und die verhindern nicht die Soundentwicklung und so weiter unter den Trommeln. Ich mag das nicht, wenn so riesen Stickbags hier hängen. Und das hat ein Standard DW Stockhead drauf mit 2 Drum Tags. Das hier sind 4 Ratatoms, R-A-T-A, nicht Rototoms oder Octobans oder so, die heißen Ratatoms bei DW. Die sind alle 6 Zoll im Durchmesser, haben Remo Black Dot Felle drauf, auch Black Nickel Hardware. Und die Tiefen sind von 8, 12, 14 und 16 Zoll. Also von rechts nach links gehen die runter im Tuning. Das ist eine 12 x 6,5 Zoll Snare und das ist eine Custom Snare, auch von der Collector Series. Die hat ein Clear Emperor Fell drauf, weil ich mache hier kein Besengewische oder so, deshalb brauche ich keine Coated Heads und die klingen einfach geil, die Clear Emperors auf den Trommeln. Mit dem Mag Throw-Off und den Variable Strainer hier, da kann ich meine Snare Wires tunen auch. Es hat auch ein internes Mikrofon für die Snare Wires, die ich intern aufnehme, weil da gibt es kein Bleed. Wenn ich ein Bottom Snare Mic habe, kriege ich zu viel Übersprechen von Kickdrum und dem Rest des Sets und mit dem kriege ich ein ganz klares Signal. Das hier ist eigentlich ein Short Stack Tom Tom, aber es ist auch eine Snare Drum. Also es ist ein ganz spezielles Teil. Ich verwende lauter Snare Drums auf diesem Set. Also das ist ein 10 x 4,5 Zoll Tom Tom. Oder 10 x 4 Snare Drum. Das hier ist ein 14 Zoll Snom. Also es ist ein 14 x 14 Zoll Floor Tom. Das klingt so. Schönes fettes Floor Tom. Aber es ist auch eine Snare Drum. Tiefe fette Snare Drum. Also auch multiple Functions. Black Nickel Hardware, Maple Mahogany, Maple Cherry, diese Snare Drum. Und Kickdrum ist auch Maple Mahogany. Also das ist ein Snom, Snare, Tom, Snom. Dann habe ich eine 24 x 14 Zoll Bassdrum, also große Bassdrum, auch mit Black Nickel Hardware, Maple Mahogany. Die ist auf ein C gestimmt, das ist mir wichtig. Hat auch die Leather Hoops, ganz schönes Teil. Das hat auch ein internes Mikrofon. Ich spiele ein Remo P3 Clear, Powerstroke 3 als Batterhead und Fronthead ist ein DW Logo Head. Drinnen ist ein D6 Mikrofon auf einem Randy May Mounting Rail und draußen vorne, das ist ein Moon Mic. Das ist ein Inverted Speaker, der nimmt bis zu 12 Hertz auf, also da kriege ich extreme Sublows damit. Und vom inneren Mikrofon kriege ich die Attack natürlich. Und dann habe ich hier Hardware. Schau mal hier. 9000er Series Throne ist mir ganz wichtig, 15 Zoll. Und Spindle, also kein Airlift oder so. Ich mag das nicht, wenn die Thrones so bouncy sind. Einfach Oldschool mit Spindle, 9000 Series Throne. Und dann habe ich hier meine Pedale. Das sind alles MCD-Pedale, also die DW Machine Chain Drive. Und das sind nicht Direct Drive, sondern die haben Chain. Die mag ich gern. Da habe ich 2 Single-Pedale hier. Dann habe ich hier eine Direct Drive Hi-Hat ohne Beine, Legless Hi-Hat. Dann habe ich hier ein Chain Drive Doppelpedal und hier noch eine Direct Drive Hi-Hat. Alles von der Machined Series.
Dann habe ich hier unten eine Remote TSS Drum, die hier. Das ist eine Marching Drum. Dann habe ich hier einen Vinyl Crasher, und zwar den großen. Hier meine linke Hi-Hat, hier mein linkes Besa-Pedal, rechtes Pedal und rechte Hi-Hat. Und die rechte Hi-Hat ist hier an der Bassdrum montiert mit einer Hoop Clamp. Also die hat auch keine Beine und deshalb ist sie hier an der Bassdrum montiert. Und an meiner rechten Hi-Hat ist auch die Kuhglocke montiert. Das ist eine Vinyl Low Cowbell. Und zwar die flache. Ich mag nicht die gerundeten Cowbells, sondern die ganz flachen, die sind besser zu spielen mit den Sticks. Dann Becken habe ich Vinyl Becken von links nach rechts. Das ist das Thomas Lang Super Stack, mein Signature Stack Symbol. Das klingt so. Schön aggressiv. Dann habe ich hier die Thomas Lang 13 Zoll Fast Hat. Hier habe ich ein Thomas Lang Filter China 10 Zoll und drüber ein Byzance Series Extra Dry Splash. So klingt das. Das ist ein Byzance Brilliant 19 Zoll Medium Crash. Das ist die identische Hi-Hat wie die hier. 13 Zoll, also auch Thomas Lang Fast Hat. Hier mein Logo hier reingelasert, schön, ganz hübsch. Dann das ist hier ein total oldschool Byzance nicht extra, Dry Ride. Dann habe ich hier zwei 8 Zoll Vinyl Classics Bells. Dann habe ich hier ein 18 Zoll Byzance Jazz Series Medium Crash. Und dann habe ich hier auch Thomas Lang Super Stack, aber da verwende ich gerade im Moment nur das obere Trash China von der Classics Custom Series. Aber das ist eigentlich ein Teil von meinem Super Stack. Und was habe ich sonst noch? Meine Stöcke, Vic Firth Thomas Lang Signature Modell, STL heißt das. Alle Mikrofone sind Audix. Und zwar habe ich hier, da habe ich zum Beispiel ein D4 drin und ein D4 draußen. Hier habe ich ein D4 drin für Low-End, das ist ein Floor-Tom-Mikrofon, das hier auch. Und ein i5 Audix draußen, das ist ein D2 Audix. Hier habe ich auch ein D2 und ein D2 hier, also D2s. Hier in der Bassdrum, in der Gong-Drum ist ein D6. Ich habe auch ein D6 in der Kickdrum drinnen und das Moon-Mic draußen. Dann habe ich die CSX 112 und die 125A Kondensermikrofone. Und zwar habe ich hier eins für die Remote, also für die rechte Hi-Hat ist eins, die nimmt die rechte. Habe ich hier eins für das Ride-Symbol, eins für die Hi-Hat und zwei Overheads. Und dann habe ich hier unten noch für mein Spielzeug einstehen, und zwar für die Remote TSS Drum und für den Vinyl Crasher. Die nehme ich alle mit Kondenser-Mikrofonen auf. Und dann habe ich hier noch ein Ambience-Mic und auch hinter dir und im Raum verteilt einige Ambience-Mics und teilweise in der Garage auch. Wenn ich größere Ambience will, mache ich das Fenster auf und nehme aus der Garage auf. Und so klingt das dann, nicht?